Plants vs. Zombies braucht keine Vorstellung. 2009 erschienen ist der erste Teil auch heute noch ein Meisterwerk, eines der bekanntesten Tower Defense Games aller Zeiten. Mit 49 wirklich einzigartigen Pflanzen, die alle ihren eigenen ikonischen Look und eine spezielle Funktion haben. Ganz zu schweigen davon, wie hervorragend sie sich ergänzen und zusammenarbeiten. Das Spiel stellte Bahnen vor, anstatt Gegner wie im Genre üblich vorgegebene Pfade entlanglaufen zu lassen. Weil Schöpfer George Fenn sich fragte, warum all diese Aliens nie die Türme angriffen und warum er seinen ursprünglichen Spieletitel Dawn of the Dead nicht behalten durfte. Zusammen mit seinem geradezu winzigen Team erschuf er ein Aufgebot von legendären, ikonischen Charakteren und sie verbrachten Jahre mit der Feinabstimmung, um ein unfassbar perfektes, zu hochglanzpoliertes und unendlich spaßiges Spiel abzuliefern. Sein Erfolg gab ihnen recht. Wobei sicherlich auch ausschlaggebend war, dass man es auf zahlreichen Plattformen verfügbar machte. Als PC-Spiel gestartet, erhielt es diverse Konsolenports und eine Version für Smartphones, die das Spiel schließlich durch die Decke schießen ließ. Plants vs. Zombies führt einen hervorragend in das Spiel ein. Zunächst ist nur eine Bahn verfügbar, die es zu verteidigen gilt, nachdem man das Tanken von Sonnenenergie per Sonnenblume erlernt hat. Mit der Energie kann man weitere Pflanzen zur Verteidigung gegen die nahenden Zombies pflanzen, die ins Haus eindringen und dein Hirn fressen wollen. Die folgenden Level eröffnen gemächlich die weiteren Bahnen, bis der gesamte Vorgarten genutzt werden muss, während weitere Grundsätze des simplen Spielprinzips erklärt werden. So simpel alles aber auch gehalten ist, so abwechslungsreich ist das Spiel aufgebaut. Nahezu jedes Level macht eine neue Pflanze verfügbar und regelmäßig werden auch neue Zombie-Typen vorgestellt, die ein Umdenken in der eigenen Taktik erfordern. Selbst wenn dieses klassische Gameplay irgendwann seinen Reiz verlieren sollte, sind eine ganze Reihe von alternativen Level dazwischen geschoben, die einen mit Nüssen bowlen, Hau den Zombie spielen oder Vasen mit Überraschungsinhalten zerschlagen lassen. Auch gibt es Level, in denen man sein Pflanzenteam nicht selber zusammenstellt, sondern mit der Auswahl vom Fließband arbeiten muss. Oder jene, in denen Nebel das halbe Spielfeld verschleiert und man blind arbeiten darf. Die witzigen Nachrichten der Zombies wirken auch, als wären sie blind geschrieben worden. Schockierenderweise sind sie aber immer noch in besserer Rechtschreibung verfasst als die meisten YouTube-Kommentare. Darüber hinaus ist das Spiel aufgeteilt in 5 Welten, die alle ihren eigenen Twist mitbringen. Wir starten mit dem Standard-Gameplay, um dir die grundlegenden Spielfunktionen beizubringen. Das Tageslicht liefert die zum Platzieren neuer Pflanzen notwendige Sonnenenergie. Für mehr davon sind Sonnenblumen notwendig. Welt 2 entreißt einem die kostenlose Sonne direkt, weil sie das Geschehen in die Nacht verlagert. Doch um die geringere Energie auszugleichen, stellt es einem die günstiger bis kostenlos zu platzierenden Pilze zur Seite. Doch auch die Zombies bringen neue Überraschungen mit, wie die Grabsteine auf dem Spielfeld, die zur ohnehin schon chaotischen letzten Welle zusätzliche Zombies spawnen lassen, wenn man sich ihrer vorher nicht entledigt. In der dritten Welt ist es ein weiteres Mal Morgen und sogleich entreißt das Spiel einem damit die liebgewonnenen Pilze wieder, die tagsüber nicht eingesetzt werden können. Zumindest bis man die Kaffeebohne freischaltet, um sie zu wecken. Außerdem bist du inzwischen ja sicherlich auch geübt genug, dass du mit 6 Bahnen klarkommst, anstelle mit nur den bisherigen 5, oder? Und weil wir besonders viel Vertrauen in dein Können haben, kriegst du auch noch einen Pool dazu. Der ist nahezu verteidigungslos ohne Seerosenblätter, die man als Basis braucht, um auf dem Wasser Pflanzen zu platzieren. Und um das Können zu festigen, bringt Welt 4 dann wieder die Pilze zurück, sowie den fiesen Nebel oder vollkommene Dunkelheit, die nur gelegentlich von einem Blitz erhellt wird. Zwar gibt es auch dafür spezielle Pflanzen, aber man muss immer mit den freien Slots im Team haushalten und den verfügbaren Pflanzplätzen im Garten, wodurch solche Hilfestellungen, zumindest für mich, meistens von vornherein ausgeschlossen sind. Die 5. Welt krempelt dein Spielverständnis noch einmal um, indem die Zombies nun auch über dein Dach versuchen, ins Haus zu kommen. Da das logischerweise keinen vernünftigen Nährboden bietet, bedarf es Blumentöpfe zum Pflanzen, die allerdings auch von den Zombies gefressen werden können. Lecker!
Als zusätzliche Schwierigkeit ist das Dach abgeschrägt, wodurch die bisher bewährten Erbsenkanonen, übrigens die einzige Daseinsberechtigung für Erbsen, in der hinteren Hälfte des Spielfelds nutzlos werden und man zu den neuen Katapulten wechseln sollte. Speziell das Maiskatapult wird hier auch schnell unerlässlich, weil es gelegentlich Butter wirft. Aus Gründen. Die Zombies für ein paar Sekunden festsetzt. Doch die lassen sich das auch nicht einfach so gefallen, denn sie bringen ihre mächtigsten Verbündeten mit, den unheimlich widerstandsfähigen Gargantua, der zwar keine Freundin findet, dafür aber jede Pflanze mit nur einem Schlag vernichten kann. Zu allem Überfluss schleudert er den Zwerg auf seinem Rücken weit in die eigenen Ränge, wenn man ihm genug Schaden zufügt. Als Finale der Welt und auch des Spiels wartet dann noch der Zombot auf dich. Mit einem nicht überragend schwierigen Kampf, aber doch der wohl bisher größten Herausforderung mit einer Reihe neuer Mechaniken, die schnelles Umdenken erfordern. Und dann wirst du auch schon mit einem der besten und kreativsten Abspanne aller Zeiten belohnt. I have a screen door shield. We are the Undead. Außerdem werden nach und nach auch die Zusatzfunktionen freigeschaltet, wie das Lexikon mit seinen witzigen Einträgen, der Zen-Garten, in dem man mit Pflanzenpflege Geld verdienen kann und der Laden von Deppert Dave, in dem man es ausgeben kann. Warum er Deppert Dave heißt? Weil er deppert ist! Und weil man nach dem Durchspielen erst so richtig im Spiel drin ist, gibt es im Menü noch den Überlebensmodus, sogenannte Rätsel und Minispiele, die die wirklichen Herausforderungen und noch einmal neue Spielmodi bereithalten. Wie Zombotanik, bei der Zombies mit Pflanzenköpfen auftreten und somit zum Beispiel auch schießen können. Die Konsolenports haben hier exklusive Minispiele. Auf der DS-Version gibt es zum Beispiel den exklusiven Air Raid, der sehr stark an gewisse Level aus Cuphead erinnert. Nicht zu vergessen, dass man auf der Konsole auch den Versus-Modus zur Verfügung hat, bei dem ein zweiter Spieler die Zombies übernehmen kann, die keine Sonnen-, sondern Hirnenergie sammeln. Traurigerweise ist also ausgerechnet die PC-Version die schlechteste Möglichkeit, das Game zu spielen. Wie einfach es ist, in dieses Spiel hineinzufinden, wie geschickt es einem die Mechaniken beibringt und einen besser macht und wie viele Möglichkeiten es einem schließlich bietet, um das Gelernte auf die Probe zu stellen, gemischt mit dem zeitlosen Look und dem wundervollen Humor. All das ist es, was Plants vs. Zombies zu Recht zum bestbewerteten Tower-Defense-Spiel aller Zeiten macht. Und generell zu einem der besten Spiele aller Zeiten. Es macht heute noch genauso viel Spaß wie damals, selbst wenn man es bereits zigmal durchgespielt hat. Der Erfolg von Entwickler PopCap ist also wenig verwunderlich, gerade auch als Schöpfer von Bejeweled und Peggle, was es EA im Juli 2011 $650 Millionen wert war. Eine Entwicklung, die Fans zusammenzucken ließ, weil EA schon damals bekannt dafür war, Studios aufzukaufen, um sie zu ruinieren und zu schließen. Pandemic Studios, die Macher der Destroy All Humans Spiele sowie den originalen Star Wars Battlefront Games, waren ein populäres Beispiel. Viele Jahre später veröffentlicht PopCap unter EA-Flagge endlich den zweiten Plants vs. Zombies Teil. Passenderweise mit dem Titelwortspiel It's About Time, das auch Crash Bandicoot viele Jahre später aufgreifen würde. Inhaltlich wirkt es auf den ersten Blick wie alles, das man sich von einem Sequel wünschen würde. Man hat die Tragweite vom Garten eines Hauses auf die gesamte Menschheitsgeschichte erweitert, in der man ebenso im antiken Ägypten wie auch in Piratenzeit und Mittelalter spielen kann. Der recht kurze Umfang des Originals wird gehörig erweitert mit mindestens 25 Leveln pro Welt anstatt der gewohnten 10. Worin aber auch eines der größten Probleme des Spiels liegt. Während Teil 1 so perfekt ist, weil es dich ständig mit Neuerungen bei Laune hält, kämpfst du dich im Nachfolger teilweise durch 5 ähnliche Level, bevor du endlich deine nächste Pflanze freischaltest. Auch die Sonderlevel mit ihren Missionszielen macht das unterm Strich nicht weniger repetitiv. Auch die Entwicklung der verfügbaren Pflanzen ist weit entfernt von der runden Nummer, die sein Vorgänger vorgestellt hat. So wirken viele der Pflanzen nicht mehr so einzigartig. Einige werden nahezu überflüssig. Durch das Entfernen der lilafarbenen Upgrade-Funktion kann man die doppelköpfige Sonnenblume nun einfach so platzieren, was die Standard-Sonnenblume nahezu überflüssig macht. Ganz zu schweigen davon, dass man sie alle hochleveln kann. Am meisten ankreiden muss man Plants vs. Zombies 2 aber seine Mobile-Exklusivität und all dem Müll, der damit unweigerlich einhergeht.
Der Vorgänger war ein PC-Spiel, das so hervorragend auf Touchscreens funktioniert hat, dass es wenig verwunderlich war, der Entwicklung im Nachfolger Vorrang einzuräumen. Doch bis heute gibt es keinen offiziellen PC- oder Konsolenport. Wahrscheinlich, weil die nicht so kompatibel sind mit der Werbung nach jedem Level oder den Mikrotransaktionen, mit denen man es zweifelsohne übertrieben hat. Es gibt 16 Pflanzen, die man nur freischalten kann, wenn man für sie bezahlt. Leg schon mal den Huni zur Seite, nur damit du danach trotzdem noch weiter Werbung schauen musst, weil man die für kein Geld der Welt entfernen kann. Also schnapp dir ein Getränk und lehn dich zurück. Und wenn dir Wasser dabei zu langweilig ist und Cola zu ungesund ist, probier doch mal Holy Iced Tea aus. Kalorienarm und mit 100% natürlichem Fruchtgeschmack hast du im Starter-Set 4 Cent Portionen verteilt auf 7 unterschiedliche Geschmäcker. Der Code LordOfNerds5 gewährt dir 5 € auf deine erste Bestellung und unterstützt den Kanal. Besonders grausam, Serienschöpfer George Fenn wurde einfach gefeuert und seiner Kreation beraubt, als er sich gegen EAs Pläne auflehnte, das Spiel nach dem Pay-to-Win-Prinzip zu gestalten. Obwohl Plants vs. Zombies 2 also wirklich tolle kreative Elemente mitbringt, wie zum Beispiel die unterhaltsamen Bosskämpfe, fällt es schwer, sie durch die negativen Aspekte noch klar zu sehen und anzupreisen. Man merkt, dass PopCap und EAs Einfluss den Fokus verlagert haben. Von diesem Punkt an wird's ziemlich merkwürdig in der Serie, denn man lässt das Tower Defense Gameplay sausen, um aus Plants vs. Zombies einen Third-Person-Shooter zu machen. Was nach einer furchtbaren Idee klingt, die ich persönlich auch bis heute nicht gutheißen kann, war Garden Warfare tatsächlich ein immenser Erfolg. Du spielst entweder die Zombies oder die Pflanzen und viele Elemente, allen voran der Titel selbst, sind Parodien auf die typischen Multiplayer-Shooter-Spielmodi. Die verschiedenen Klassen erfüllen ebenfalls die gewohnten Funktionen, wie Fußsoldat, Supporter, Nahkämpfer oder Scharfschütze. Alle ausgerüstet mit individuellen Spezialfähigkeiten. Zustande gekommen ist das Ganze überhaupt erst, weil ein internes Team bei EA dieses Konzept aufgestellt hatte, dachte, es würde hervorragend mit dem Franchise funktionieren und einen Prototypen erstellte. PopCap war angetan von der Idee, Plants vs. Zombies für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen und nahm das Team auf, um die Entwicklung zu beginnen. Mit seiner farbenfrohen Grafik, dem kurzweiligen Gameplay und den witzigen, vom Franchise gewohnten Ideen war es zweifelsohne ein echt tolles Spiel, das ich sicherlich auch genossen hätte, wenn ich nicht so enttäuscht vom Fallenlassen des von mir so geliebten Tower Defense Genres gewesen wäre und wenn Garden Warfare wenigstens irgendeine Form von Singleplayer-Modus angeboten hätte, anstelle ein reines Koop- und Multiplayer-Spiel zu werden. Das Ganze lief aber so gut und passte so hervorragend in EAs Portfolio, dass 2016 ein Nachfolger erschien. Garden Warfare 2 war dabei sogar noch beliebter in der breiten Masse als Teil 1, weil PopCap nach dem Super Mario Galaxy Prinzip vorgegangen ist und einfach mehr von dem machte, das gut funktionierte und beliebt war. Es gab mehr spielbare Charaktere, mehr Spielmodi, mehr kosmetische Anpassungsmöglichkeiten und natürlich auch mehr Mikrotransaktionen. Dieses Mal konnte das die Spielerfahrung aber tatsächlich nicht trüben, wie es scheint. Im Herbst desselben Jahres war dann irgendwann einfach Plants vs. Zombies Heroes da. Wie aus dem Nichts. Und im Nichts ist es gefühlt auch geblieben. Ein weiteres Mal beschließen PopCap und EA ihre Erfolgsserie neu zu erfinden und sprechen mit diesem Kartenspiel weder die Tower Defense noch die Shooter-Fans an. Unterm Strich tut es das Gegenteil von Plants vs. Zombies 2's Ansatz und macht weniger, gestaltet alles weniger stressig und gestaltet es allgemein augenscheinlich deutlich weniger. Du erledigst deine Mission, sammelst Karten und stellst dein Deck mit deinen bevorzugten Helden zusammen. Ein Hearthstone-Klon mit einer Handvoll netter eigener Ideen, der vielleicht nicht die Liebe seiner Vorgänger erfahren hat, dennoch aber einen soliden Spaßfaktor mitbringt. Die nächsten 3 Jahre ernten PopCap und EA dann die Moneten ihrer Werbeplattform, bevor sie es 2019 ein weiteres Mal mit Battle for Neighborville versuchen. Um diesen Third-Person-Shooter allerdings von den beiden Vorgängern zu unterscheiden, haben sie ihn schlecht gemacht. Welches Spiel der bisherigen Reihe man nun mochte oder nicht, sie alle hatten gemein, dass es Unmengen an Content gab, der einen bei der Stange hielt.
Battle for Neighborville bringt 9 neue spielbare Klassen mit, sowie die Funktion, sich mit anderen Spielern in derselben Klasse zusammenzuschließen. Außerdem verlegt das Game den Fokus etwas mehr in ihre PvE-Richtung, allerdings mit viel zu wenig guten, freischaltbaren Items, um dauerhaft spaßig zu bleiben. Gepaart mit dem schnarchlangweiligen Missionen kam der Plants vs. Zombies Ableger mit allenfalls durchschnittlichen Wertungen über die Runden. Und dann kam, was viele Spieler wie ich seit 7 Jahren erhofften. Oder auch nicht. Plants vs. Zombies 3, dessen Entwicklung bereits 2016 begann und eigentlich 2017 hätte veröffentlicht werden sollen, benötigte Zeit bis 2020, wo man von der Pre-Alpha zu einem sogenannten Soft Launch in ausgewählten Ländern überging. Aufgrund der gesammelten berechtigten Kritik, zum Beispiel an den hässlichen 3D-Modellen oder der beknackten vertikalen Darstellung, beschloss PopCap das Spiel jedoch von Grund auf neu anzugehen. Was zu einem zweiten Soft-Launch im September 2021 führte, mit regelmäßigen Updates über ein Jahr hinweg. Und dann war es plötzlich still. Niemand verlor mehr ein Wort über das Game, bevor 2024 dann ein dritter Soft-Launch stattfand, der die Frage aufwirft, ob die Verantwortlichen bei PopCap zu soft in der Birne sind. Plants vs. Zombies 3 Welcome to Zomburbia, wie es nun hieß, basiert auf den Plants vs. Zombies Comics von Dark Horse, die seit 2013 erscheinen und Gebrauch von deren Charakter Patrice, deppert Daves Nichte, macht. Angesichts des Feedbacks ihrer ausgewählten Spielerschaft zog EA das Spiel im Oktober desselben Jahres ein weiteres Mal zur Überarbeitung zurück und hat bis heute keinen neuen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Soft oder hart. Es bleibt abzuwarten, ob es dabei bleibt und wenn es erscheint, ob es die Reihe sinnvoll weiterentwickeln kann oder ob PopCap nun so eingeschüchtert von dem ganzen Feedback ist, dass sie einfach ihre Vorgänger kopieren und damit auf der Stelle treten. Die bereits vorgestellten neuen Zombies würden mich ja hoffen lassen, wenn man nicht an den bereits gesehenen Charakterzeichnungen deutlich erkennen könnte, dass inzwischen kein leidenschaftliches kleines Team mehr alles passend zueinander designt, sondern man günstig nach Indien outsourced, wo die verschiedenen Künstler ihre Ergebnisse dann einfach zusammen in einen Topf werfen. Kein Wunder aber, denn von dem Originalteam ist inzwischen niemand mehr da. Von einer Firma, die eigentlich alle Angestellten damals als besten Arbeitsplatz der Welt angesehen hatten, als Familie sogar, ist nur noch ein PopCap übrig, das keinen Raum für Innovation und keinen für Widerworte hat. Alte Mitarbeiter gingen freiwillig aufgrund der steigenden Unzufriedenheit. Verbleibende wurden herausgedrängt von jungen, günstigeren Ja-Sagern. Es macht keinen Spaß mehr, EAs völlig unrealistischen Umsatzvorgaben hinterherzuarbeiten. Für die feststeht, dass Plants vs. Zombies 3 $100 Millionen im ersten Jahr verdienen muss, weshalb es sich auch so verdammt schwer tut, überhaupt zu erscheinen. Wie ein ehemaliger Mitarbeiter es so schön formuliert, EA würde lieber $90 Millionen ausgeben, um damit 100 Millionen zu verdienen, als 2 zu investieren, um 15 Millionen zu machen. Der Todesstoß, von dem Plants vs. Zombies sich bisher nicht erholt hat, war also der Übergang eines wundervollen, leidenschaftlichen Videospiels, das vorrangig Spaß machen sollte, zu einer Reihe, die vorrangig Geld machen wollte und einem neuen Publisher, der das populäre Franchise in alle erdenklichen Richtungen totmelken musste. Jede Sparte hatte seine Fans, ziemlich große sogar, aber die Überschneidung zwischen den Genres dürfte ziemlich überschaubar sein. Und allein das macht Plants vs. Zombies aus heutiger Sicht zu einer unberechenbaren Wundertüte, die gerade auch für Außenstehende ein vollkommen chaotisches Wirrwarr bildet. Ähnlich chaotisch wie das hier. Ein klassischer Fall von dem Zombie, der zu weit weggeschlurft ist von dort, wo er herkam. Auch der Videospielklassiker Abenteuer auf der Lego-Insel hat trotz immensem Erfolgs ein tragisches Schicksal erlitten, von dem du in diesem Video erfährst. May the Lord, das bin ich, be with you. See ya!